Moin, FreshCS hier, Into the Breach Streamer, Personal und Teamcoach für Counter-Strike. Skybox, das Demo-Tool, ist für viele von euch bestimmt ein Begriff und ich möchte euch die upgraded Version heute vorstellen, Skybox Edge. Ein kleiner geschichtlicher Rückblick, und zwar die Vorversion, die ihr hier seht, Skybox, ist als detaillierter 3D-Demo-Viewer für Counter-Strike bekannt. Vor ein paar Monaten jedoch konnte man nicht mehr darauf zugreifen und Skybox Edge wurde released. Was bietet Skybox Edge und was hat sich geändert? Für mich war das Ganze ein kleines Geheimnis, genauso wie für euch, bis ich es schließlich testen durfte. Ich bin jetzt eingeloggt im Webbrowser über edge.skybox.gg und das ist das neue Layout. Der erste Punkt, Stats. Wie der Name schon sagt, sieht man hier von einem Team. Ich habe jetzt hier Deutschlands bestes und erfolgreichstes Team gewählt, und zwar Big. Von den letzten 3 Monaten alles zusammengefasst, und zwar Maps, welche Maps gespielt wurden, Win-Ratio und so weiter, Einzelperformance von einzelnen Spielern und Overall-Statistik, wie zum Beispiel die Utility Damage per Round. Es kann noch tiefer gehen, und zwar bei der Player-Performance. Möchte ich jetzt nicht vorlesen, das könnt ihr mal selbst angucken im Schnelldurchlauf, wie die einzelnen Spieler performt haben, KR und so weiter und so fort. Und auch, welche Bombsite-Präferenzen sie haben, beziehungsweise wie erfolgreich sie bei den Verteidigungen und Angriffen waren. Und zu guter Letzt sogar die Vetos und Präferenzen der Teams der letzten 3 Monate, versteht sich. Ihr habt gesehen, die Analyse von Pro-Teams ist sehr detailliert und wir wollen nun testen, wie das euch helfen kann beim Amateur- und Semi-Pro-Bereich auf dem Weg an die Spitze. Als Beispiel nehmen wir einfach mal vom ersten CS2-Event der Demolition League, Show Your Skill, die letzten Matches vom Siegerteam, und zwar Uneven. Über den Demo-Directory können wir ganz einfach die Team-Demos bei Upload Match mit Hilfe von Drag and Drop uploaden. Auf der linken Seite seht ihr dann den Upload-Prozess, also geht ziemlich schnell. Ich habe jetzt oben den Teamnamen Uneven eingegeben und sehe ich alle Demos, also 11 Demos vom Show Your Skill Event. Und da könnt ihr zum Beispiel bei den Maps sehen, wer gewonnen hat und die Stats der jeweiligen Map. Und von den Stats aus seht ihr jetzt rechts oben, könnt ihr jetzt reviewen in 2D. Wenn wir jetzt zurück zu den Stats gehen, wo wir Big eingetragen haben und wir Uneven mal eintragen, dann sehen wir die kompletten Stats der letzten hochgeladenen, also wenn alle Demos, die hochgeladen sind, von Uneven und Win-Ratio auf Mirage, Overpass, Ancient, Anubis, also alle Demo-Maps und alle tiefen Details, Stats und so weiter von dem kompletten Turnier und wieder die tieferen Informationen. Jetzt kommen wir zum revolutionären Part von Skybox Edge, und zwar der 2D-Replayer mit Analyse, Algorithmus von Counter-Strike, mit einer künstlichen Intelligenz. Werden die Demos jetzt alle geladen? Ich sehe anhand, genau was ihr hier seht, wo meine Maus gerade ist. Wenn die Map startet, erste Runde, Map Control, 1:31 steht hier, Mid Control, Fast Mid Take, Toilet Short Control, A from Short. So werden quasi die Rundenverläufe von diesem Algorithmus, von dieser Intelligenz geordnet, und so kann man ganz, ganz schnell auf jeweilige Geschehnisse in der Runde zugreifen. Das ist abgefahren. Und noch ein wichtiges taktisches Anhängsel ist das eigene Team, welche Economy man filtern kann. Zum Beispiel, ich will nur vom eigenen Team die Pistol-Rounds oder die Eco-Rounds sehen. Dann sehen wir hier 3 Stück angemerkt. Dann Full Buys gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele von den ganzen Runden, die gespielt werden. Angemerkt von jeder Overpass-Demo hier. Wir haben 3 Stück, werden alle Runden zusammengezählt. Jetzt wäre es auch noch interessant, was spielt man gegen einen Eco-Buy? Das heißt, wie spielt man gegen eine Eco mit einem Full Buy, könnte man rausfinden. Also die ganzen Runden, die sind sehr, sehr, ich glaube, deutlich hier gemacht. Das ist schon mal ein sehr cooles Ding, was die Analyse von zum Beispiel einem Turnier, wo es schon um Geld geht, erhebliches erleichtern kann. Jetzt anhand der 3 Demos möchte ich vielleicht erfahren, wie Uneven spielt, und zwar in der Second Round, wenn man die Bombe gelegt hat, oder allgemein, was man in der Second Round macht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Runde, weil die Economy in den CS2 sehr, sehr kritisch ist. Und jetzt starte ich einfach mal das ganze Ding, gucken wir nach vorne, dann schaue ich mal an, okay, in der Runde, in der Second Round, geht Uneven Richtung A und FNL, lurkt Richtung lang, holt den Entry Frag. Zack. Nächste Runde, einfach im Schnelldurchlauf. Ich lasse es einfach laufen, kann es vielleicht noch ein bisschen schneller machen. Es geht wieder über lang. Na, das ist ein anderes Match gegen andere Gegner. Runde 14 und FNL geht wieder lang. Also das macht er sehr gerne. Dann muss ich einfach darauf ready sein, dass FNL lang lurkt. Mal schauen, was in der zweiten Runde passiert. Es ist ein Full-Hour-Call. Ja, das ist, denke ich mal, hier seht ihr die Waffen. Es ist ein Force-Buy. Und es wird A gegast. Also sehr A-lastig auf Overpass von Uneven. Und das habe ich innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten festgestellt. Es geht dann noch tiefer. AK bei Hero AK und so weiter, welche Opponent Weapon, wie sie gegen AWP selbst spielen und Ende towards Bombsites, A oder B, wo es dann hier endet. Tactics allgemein, also so Mini-Tactics, zum Beispiel
einen Boost, B from Monster und was gibt's noch? Fast Mid-Take. Da sind 7 Stück angemerkt. Könnte ich mir alle angucken und ich glaube wirklich, ein Analyst wird dieses Tool lieben und muss sich natürlich erst einarbeiten, aber wenn man es mal verstanden hat, wenn man Kleinigkeiten sucht, das macht ja sehr, sehr viel aus bei Counter-Strike auf einem gewissen Niveau. Wenn du weißt, wie man spielt und du den counterst, dann ist der Strike auf jeden Fall da. Und wäre es noch nicht alles gewesen, wir sind noch beim dritten Punkt, den wir erklären müssen, und zwar das Playbook. Wir sind immer noch bei Uneven Overpass, wir nehmen die CT- oder T-Seite, wir fangen mit der T-Seite an und hier seht ihr wirklich Strategien, die Uneven spielt, und zwar Defaults, Map Controls. Das könnt ihr anhand immer bei 2D und Details nachschauen, dann könnt ihr wieder zurück zu dem 2D-Player gehen und dann die Runde nochmal angucken, was da genau passiert ist. Und da gibt es wirklich Unmengen an Informationen, Map Controls, Mid-Round Calls, beziehungsweise Mid-Round Plays, Utility. Und jetzt gehen wir mal auf die CT-Seite. Dann Boosts, Delayed Pushes, Early Pushes, Openings, Setups. Also hier könnt ihr wirklich, wenn ihr das intensiv bearbeitet, könnt ihr Uneven in sehr kurzer Zeit outplayen. Dieses Tool spart eine Menge Zeit. Hier noch bei dem nächsten Punkt, Unterpunkt hier Round by Round, seht ihr eine schöne Auflistung, zum Beispiel jetzt hier von den T-Side-Strats, Tactic Sequences von Uneven, wie sie Runde für Runde gespielt haben, ob sie gewonnen haben, verloren haben, gegen wen sie gespielt haben und so weiter. Und ihr könnt die einzelnen Runden auch immer im Replay anschauen und könnt irgendwie kleine Patterns erkennen. Als wäre es nicht genug, gibt es noch einen vierten Punkt, und zwar die Match Preparation. Da habe ich jetzt einfach mal Uneven eingegeben und die Map Overpass und den Report erstellt. Jetzt gehe ich mal auf View und da sehen wir Overpass T-Side, steht hier dort. Dann stehen die Stats wieder der einzelnen Spieler da und was man hier sieht ist A versus B Analysis, dann Bombside Tempo Analysis, Preferred Defaults, was ich sehr interessant finde, zum Beispiel A Default und Fast Long Default wäre sehr oft geklappt. Also hier seht ihr die Win Ratio, hier hinten noch ein paar Daten, prozentuale Daten, was gewonnen wird und ganz zum Schluss, neben den ganzen Informationen, die ihr euch gerne mal in Ruhe durchlesen könnt, steht Uneven und Overpass, T-Side Stats you should know. Round Win Rate ist hoch, 60%, und Pistol Round Win Rate ist nicht so hoch, 33%, aber wenn du die Spiele trotzdem gewinnst, ist die Pistol nicht so wichtig, aber CS2 Pistol immer wichtig. Schauen wir uns noch die Daten für die CT-Seite an, wieder die Stats, die ihr hier seht, und hier CT-Position, welcher Spieler wo spielt, welche Aufgabe er hat, also wirklich die Rolle, dann wo er sich in den einzelnen Rundenverläufen aufhält, wie lang er ungefähr da ist, zum Beispiel Top-Position, B-Short Water und Movement, wenn er sich langsam bewegt, wenn er sich schnell bewegt, wenn er rauspusht oder sonstiges. Das ist schon mal ein spannendes Ding, wann oder wie die Taktik-Reads jetzt von der CD-Seite sind, ob man mal 4x A startet. Das war auf jeden Fall 100% Win-Ratio, wenn sie 4x A starten, und die Pistol Round wurde auf der CT-Seite ein bisschen öfter gewonnen. Also Pistol auf der CT ist wesentlich stärker, doppelt so stark wie auf der T-Seite, das weiß man jetzt auch schon. Beziehungsweise bei den 3 Matches auf jeden Fall gewesen. Und das ist einfach genug Informationen, dass ihr ein Team countern könnt. Auch wie gesagt im Amateur- oder semi-professionellen Bereich. Und wenn ihr den Vorteil nutzen wollt, wenn vielleicht der ein oder andere Bock hat, Pro zu werden und das wirklich als Fulltime zu machen, kann man sich schon mal überlegen, entweder seine Orga oder sein Team oder man selbst ein bisschen zu investieren, um eben mehr Informationen für sein Team gegen andere Teams zu bekommen. Mein Fazit zu Skybox Edge. Auf jeden Fall ist es ein revolutionierendes Analyse-Tool mit detailreichen Features. Die Übersicht ist gut und das hilft zu einer schnellen Bedienung. Der 3D-Viewer ist immer noch da. Ich wollte jetzt weniger darauf eingehen, da haben wir genug Videos gemacht in der letzten Season, beziehungsweise bei CSGO schon. Dann die KI und der Algorithmus selbst wird bestimmt noch besser. Also er wird immer weiterentwickelt. Wir sind teilweise in der Beta, besonders bei der Match Preparation habt ihr es gesehen. Und es wird bestimmt noch besser in der Zukunft. Aber ja, das Zeitersparnis ist garantiert dadurch, jetzt schon. Und es ist hilfreich und wertvoll, ganz einfach. Also testet es mit einer Subscription. Ob es euch wert ist, entscheidet ihr selbst bei eurer Entwicklung in Counter-Strike. Das war FreshCS. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Jahr und dranbleiben. Immer besser werden. Haut rein.